So, willkommen zurück zu unserem Start ins Kapitel 3 von Alan Wake. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Von Thomas Zane haben wir ja in unserer Hütte Bücher gefunden, die aber sonst nirgendwo zu finden sind, nach dem, was Barry uns sagt. So, das sieht hier nicht nach reizvoller Urlaubslocation aus, sondern mehr nach billiger Wohngegend. Randy's Dogs gibt's da drüben. Was macht das Schiff hier? Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Interessant. Da steht noch eine Kanne. Ich habe einen 7. Sinn für sowas. Auch wenn es eine Flasche ist, keine Kanne. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. Sehr gern. Aber lass erstmal deine Hotdogs hier bewundern. Da sind die Pflanzen total vertrocknet. Also sehr gepflegt ist das hier alles nicht. Vielleicht wird auch nicht alles bewohnt. Hier gibt es Dogs. Hot Dog, Chili Dog, Corn Dog, Taco Dog, The Famous Dog, Big Dog, Monster Just follow Dog, me. It's not far. Belly Burster und Trailer Trash Dog. Sind das die Menüs, die uns Stucky seinerzeit angepriesen hat? Listen, Dann I got things to do. gibt's This noch place don't run itself. Zane Chicken Fried Steaks gibt es auch noch. Special Plates. Und Rabbit Food sind Salate. Okay. Oh, give me a break, mister. Can we just get a move on? Ja, ja. Ich habe gerade überlegt, ob wir hier Mittag essen sollen, aber dann eher nicht, wenn du so hetzt. It gets better. A local girl
Barbara Jagger drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Aha. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. Der I asked Lamp Lady. around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? The Lamp She can Lady. be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Aha. Thomas Jagger und Thomas Zane und Barbara Jagger, T und B, waren das nicht die Initialen, die wir auf dem Baumstamm gefunden haben? Ja, da wird doch wohl Rose nicht wohnen. Mein Freund. Er räumt nur mal kurz auf, scheucht die Raben weg. Wo sind die Kinder, die hier spielen oder spielen Hello, sollen? mister. This here's Rose's trailer. Da ist Mind ein me asking what you want with her? We're just Weihnachtswagen. here to talk to her, pal. Rosemary Gold. So. Sagst du noch was oder gehen wir jetzt und klopfen bei Rose? Auch hier sind die Pflanzen vertrocknet. Der Rose hätte ich ja ein bisschen mehr Sorgfalt zugetraut. Da sehe ich schon durch die Scheibe eine weitere Thermosflasche blinken. Knock, knock. Welcome to... Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it.
Okay, so viel zu unserer Position zwischen den Welten, möchte man sagen. Wir haben hier ganz viele Alan Wake-Devotionalien von einem echten Fan. Und Believe in Change, glaube ich, heißt das. Ob das von Dr. Hartman ist, kann man nicht erkennen. Aber hier steht auch der Blog mit allen bisher geschriebenen Alan Wake-Büchern und Jugendbilder von mir. Ach, toll. Da ist sie aber wirklich sehr engagiert. Ich darf die Kaffeekanne, Thermosflasche nicht vergessen, die hier noch Rose steht. took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry schläft noch. Wir wurden betäubt und außer Gefecht gesetzt und haben Zeit versäumt, indem wir unseren Roman oder unser Manuskript nicht fertigstellen konnten. Da sitzt Rose am Boden, aber nicht am Boden zerstört. Cooking with corn. 72 tasty recipes. Rose. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Ja, Thank you. A nice day. Come back soon. Rose, glaube ich, kann man keine Vorwürfe machen und eine Hilfe ist sie uns auch nicht weiter. Das Manuskript hatte sie ganz klar nicht. Wir sollten nur hier hingelockt werden. Barry, dich ins Auto zu Barry was schaffen. out of it. He was way too heavy to carry. Okay, der ist zu schwer für uns. You're right. I deserve more money. I'm so handsome. Barry träumt sehr irdische Dinge, glaube ich. Von mehr Einkommen. Leave the trailer. Dann machen wir das mal. Oh, ein Manuskript. Zumindest eine Seite ist My aufgetaucht. gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Okay. Aber für unser Manuskript haben wir selbstverständlich Zeit. Randolph calls the police. Der reizende Platzbetreuer hier. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Aha. Wir gucken uns nochmal schnell den Weihnachtswagen an. Der ist sehr schön. Hier bitte. Weihnachtswagen. Kein Kind, das damit spielt. So, es gibt hier keinen Weg raus, glaube ich, außer den, auf dem wir gekommen sind. Deswegen. Oder hier durch den Vorgarten vielleicht. Es zieht sich auch langsam wieder zu. Es wird Nacht. Oh, Radio. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I ain't the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had argument with Danny, and, then I got in trouble with the law,
something like that, Walt. Yeah. Well, he's, Daddy's my best friend, and, they let me out on bail today. And now I'm just alone here at the window, waiting. Man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. Something's gonna happen. I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? Zum Glück kommt keine Musik. Hier funktioniert die Stummschaltung. Wahrscheinlich kommt im Originalspiel Musik, die aber hier jetzt glücklicherweise ausgeblendet wird. Nur die Schlussmusik jeweils nicht. Und nach diesem Anruf, ich überlege mir gerade, ob der Typ in der Zelle, den wir da angetroffen haben, als wir im Sheriff's Office waren, ob das Walt war. Hieß der Walt? Ich weiß es nicht mehr. Es könnte aber sein, es käme so ungefähr hin. Er hat jetzt nicht mehr getrunken und er hatte aber vorher einen Streit mit Danny und auf uns hat er ja noch reichlich angesäuselt gewirkt. War kein schlechter Kerl, aber offensichtlich war er irgendwie durch den Wind. Und auch der fühlt, dass hier irgendwelche seltsamen Dinge vor sich gehen. Wo ist überhaupt der... Ach so, Randolph wird sich dezent zurückhalten, wenn da stimmt, was in unserem Manuskript stand, dass er die Polizei angerufen hat. Ah, da vorne steht er aber. Ich gucke mal hier noch an allen Trailern rum, ob hier noch irgendwas ist. Aber dass hier noch eine zweite Kanne steht oder eine zweite Thermosflasche, ist eher nicht anzunehmen. Ein armer Hund. Ist das Toby, der arme verloren gegangene Hund? Den Namen habe ich mir gemerkt. Ist er hier im Trailerpark? Die Tür wird nicht für uns aufgehen, aber hier wimmert ein Hund. Wahrscheinlich spürt auch das Tier, dass hier etwas vorgeht. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Oh, you're gonna get it now. Oh, Polizei. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Zane. I'm standing right here, you goddamn maniac! So, Agent Nightingale I hated to hat leave Barry einen behind, losen but there was no Triggerfinger. way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Make it easy. Get after him. Don't let him get away. Von dem möchten wir uns nicht festnehmen lassen. I'll have your chance if you let him get away. Wo denn nur? Okay. Oh, Vorsicht. Vorsicht vor den Scheinwerfern. Oh, toll. Okay. Ich muss erstmal rausfinden, wie muss ich denn jetzt hier fliehen? The kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Da oben sehe ich die Markierung. Okay, hier lang. Ich habe vorhin zu lange getrödelt. Hier kann ich mich ein bisschen absetzen. Da oben sehe ich einen. No. No. Okay, men. Keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here.
Ja, toll. Mein guter Alan bleibt an jedem Hindernis hängen. Oh, damn. Es wird rot. Warum das? Plank. Ich muss hier weiter. Da ist nichts. Hier geht's weiter. Da scheint eine Manuskriptseite auf uns zu warten. Checkpoint reached. Verfolgung offensichtlich überstanden. The dark presence sleeps. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the rider on the ferry, it opened its eyes. Das ist die Erklärung für das, was uns bisher passiert ist. Wir wissen nicht so recht, woher der schreibende Alan jetzt diese Erkenntnis hat, aber das erklärt, was uns bisher geschehen ist. Die Dark Presence, die es an diesem Ort gibt, erscheint uns in der Gestalt von Barbara Jagger, wie auch Thomas Zane ja uns gesagt hat, dass die Dark Presence in Gestalt seiner früheren Geliebten auftritt. Und die ist zum Leben erwacht in dem Moment, als sie gespürt hat, dass sich hier ein weiterer Schriftsteller dem Ort annähert und macht jetzt von unserer Fantasie quasi Gebrauch, um ins Leben, in die Realität zurückzukehren. So ungefähr verstehe ich das jetzt. The rockstars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. Die Rockstars können die beiden Brüder gewesen sein, die etwas Verrückten, die mit ihren Musikwünschen im Café gesessen haben, im Diner. Und die haben irgendwie die Existenz, die Dark Presence aufgestört. Und als wir dann noch ankamen, ging es richtig rund. Näher ins Detail werden wir jetzt nicht gehen, wir wollen es ja erleben. Aber das sind so die typischen Messages, die ich verpasse, wenn ich in einem Spiel bin, das mich mit seinen actionlastigen Szenen immer wieder von solchen Hintergründen eher wegzieht, als mir dafür die Augen öffnet. Was ist denn hier los da? Oh. Da hatten wir jetzt nichts mit zu tun, aber ich glaube, die Polizei hat auch gerade Bekanntschaft mit der Dark Presence gemacht. Da ist eine Lampe, deren Licht wir uns wahrscheinlich schleunigst retten sollten. So, da unten war nichts. Da ist nicht zufällig noch eine Thermoskanne im Polizeiauto gewesen. Oder Flasche. Ich glaube, das wird zum Running Gag. Come in, Agent Nightingale. This is Sheriff Breaker. Over. Nightingale, over. What on earth is going on? My deputies tell me you fired at Wake and he didn't have a gun. You almost hit a civilian instead. Over. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. I don't have time for this. Well, make the time. You can't just go shooting at people in my town. Over. I'm a federal agent pursuing a fugitive. You want to discuss my methods, Sheriff? Make an appointment. Over. You stay right where you are, Agent Nightingale. I'm on my way. Out. So, die Methoden von Agent Nightingale stoßen auch Last sighted running along the gorge that leads westward from the trailer park. All units are advised that the suspect may be armed. Approach with caution. James out. Das haben wir, der mitgehörte Funkverkehr. Den hätten wir jetzt nicht mitbekommen, wenn ich nicht nochmal zum Auto zurückgekehrt wäre. Und ganz offensichtlich stoßen die Methoden von Agent Nightingale
Auch beim Sheriff nicht auf ungeteilte Zustimmung. Und hier ist noch eine Manuskriptseite. Rose visited by the dark presence. Was ist der genau passiert? Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Ja, Rose wurde von The Dark Presence in Gestalt von Barbara Jagger offensichtlich hypnotisiert, in Gewalt genommen, wie auch immer. Hier geht es nicht weiter. Aber die Manuskriptseite, die sollten wir hier noch finden. Auch hier, ja, man sieht so aus, als käme man hier durch, aber das ist alles dicht. Nee, kein Weg hier. Noch mehr Funkverkehr vielleicht? Nein. Erholt sind wir. Dann suchen wir mal unseren Weg. In der Ferne. Oh, die Polizei. Wahrscheinlich. Schießt mit Leuchtpistolen. Die suchen mich da unten immer noch. Oh, was ist das? Oh. Ich glaube, da unten wütet die Dark Presence unter der Polizei. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Wie wird sich unsere Flucht weiter gestalten? Wohin führt dieser Weg? Erfahren Sie es in der nächsten Folge unseres Playthroughs von Alan Wake. Also bis gleich.